Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor einiger Zeit mal die Animal Brushes von BJ Dell gezeigt und wenn euch die gefallen haben, dann werdet ihr dieses Video lieben, weil er hat tatsächlich Human Brushes gemacht und da kriegt ihr ein Set von 900 Brushes, wo ihr eure eigenen Charaktere zusammenstellen könnt. Und ich habe hier ein Video gemacht, um euch das einfach mal zu zeigen, damit ihr gucken könnt, ob euch das gefällt. Ich werde euch einerseits das Video zu den Animal Brushes am Schluss reinstellen und zudem auch die Videos, die ich zu Procreate gemacht habe, weil es kann sein, dass wenn ihr euch mit Procreate jetzt noch nicht so auskennt, das teilweise ein bisschen zu schnell geht in diesem Video, dann guckt euch einfach diese Videos an. Mehr zu den Brushes gleich nach dem Intro. Das ist das Beispiel, was ich verwende, um euch heute zu zeigen, wie die Human Brushes funktionieren. Wenn ihr die Brushes kauft und die sind im Moment, glaube ich, $15 für einen Monat oder 30 Tage und danach werden die aber auch nicht viel mehr sein, also $20 und wir sprechen hier von 900 Brushes. Also er hat wirklich für zum Beispiel die Shapes von den Köpfen hat er jeweils die Front View gemacht, er hat eine Profile-Version gemacht, das heißt von der Seite. Er hat eine Dreiviertel-View gemacht. Also wirklich, das ist massiv, was hier drin ist und die Arbeit, die da reingesteckt wurde, damit diese Linien dann effektiv auch die richtige Breite haben, egal wie groß das Element ist. Ich finde das der absolute Hammer und das Ganze hier ist auch nicht gesponsert, aber ich finde es halt einfach extrem klasse, was BJ Dell macht. Und naja, ich hatte euch das ja auch schon mit den Animal Brushes gezeigt. Ich finde es halt einfach Hammer. Und ja, wenn ihr das Ganze dann gekauft habt, kriegt ihr auch eine Anleitung, wie ihr das herunterladen könnt, damit ihr das dann in Procreate drin habt. Und dann habt ihr hier wirklich die ganzen Kategorien von Heads, Hair, Eyes, Nose, Mouth, Eyebrows, Ears, Tops, Necks, Arms, Hands, Buttons, Shoes, Feet, Hand Accessories und Head Accessories und die Word Bubbles. Das sind die ganzen Kategorien und in den Kategorien drin habt ihr dann halt einfach eine enorme Auswahl. Das sind alles nur Kopfformen. Zum Beispiel hier bei den Heads. Was BJ Dell auch gemacht hat, wenn ihr das gekauft habt, kriegt ihr einen Link zu einem YouTube-Video, wo er eine Stunde lang erklärt, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze angewendet werden kann. Von dem her, ich mache da heute einfach nur ein Beispiel, damit ihr so ein Gespür dafür kriegt, was es ist und ihr gucken könnt, ob das etwas für euch ist. Um euch das zu zeigen, habe ich hier das Bild möglichst transparent in den Hintergrund gelegt, weil ich mich daran orientieren werde. Das einfach aus dem Grund, damit das Video ein bisschen schneller geht, weil es ist dann schon jeweils so ein bisschen ausprobieren, wie groß, wie klein, wie passt es dann zusammen, weil den Charakter zusammenstellen müsst ihr immer noch selber. Das heißt, die Grundprinzipien von Proportionen und so, so diese Basis müsstet ihr haben, aber ansonsten ist es wirklich super einfach. Damit ihr seht, wie groß mein Canvas ist, ich habe 2048 Pixel auf 2048 Pixel und eine DPI von 132. Und das gibt mir eine maximale Ebenenzahl von 124. Das reicht eigentlich. Was ich machen werde, ich werde euch zuerst zeigen, wie ihr den Basischarakter macht. Dann werde ich euch zeigen, wie ihr kolorieren könnt und dann noch am Schluss, wie ihr schattieren könnt. Und ich werde effektiv auch für jedes der Elemente, das heißt für den Kopf, für die Nase, für den Mund, für die Augen, immer eine separate Ebene machen, damit ich dann die Überlappungen am einfachsten ausradieren kann. Und damit starten wir jetzt auch gleich mal. Ich habe eine neue Ebene. Meine Farbe ist im Moment schwarz. Und jetzt gehe ich und wähle den ersten Pinsel aus. Das heißt hier, ich fange mit dem Kopf an und da habe ich diesen Head 3, die Front View.
Und jetzt ist es nicht, dass ich zeichne, sondern ich tippe eigentlich nur. Ich mache jetzt kurz, in der Regel sind die Pinsel ein bisschen groß eingestellt. Wenn ich jetzt drauf tippe, seht ihr, das geht über das Bild hinweg. Und da müsst ihr einfach so ein bisschen gucken, dass ihr ungefähr die Größe hinbekommt, die ihr schlussendlich haben wollt, damit dann die Pixelgeschichte, also damit es dann, wenn ihr die Größe verändert, sich die Pixel nicht allzu stark verändern. Ich zoome jetzt hier so ein bisschen rein, damit ich den Kopf am besten sehe. Und das ist jetzt mein Kopf-Shape und da kann ich auf diesen Pfeil hier oben gehen und das dann immer noch verschieben, da wo ich das haben will, und das Ganze auch in der Größe verändern. Dann gehe ich zum nächsten, das heißt, ich mache wieder eine Ebene und als nächstes mache ich jeweils die Haare, dann nehme ich dieses Hair 19, aber ihr seht, ihr habt da echt super viele verschiedene Varianten. Auch hier wieder einfach drauf tippen und dann auswählen und die Größe so anpassen, wie ihr das haben möchtet. Jetzt, wenn das ihr seht hier die Pfeile, ne, beim Kopf, das passt nicht ganz auf diese Kopfform drauf. Und da könnt ihr, anstatt gleichmäßig, könnt ihr auf Verformen gehen und so könnt ihr das immer noch so ein bisschen dahin ziehen, wo ihr das haben wollt. Das heißt, ich gucke hier einfach drauf, dass diese Ecken von den Haaren wirklich hier mit der Kopfform abschließen. Dann mache ich wieder eine neue Ebene. Jetzt gehe ich zu den Augen. Da nehme ich diese Eyes 25. Und jetzt gehe ich wieder auf gleichmäßig. Dann wieder eine neue Ebene. Jetzt gehe ich zu der Nase und da nehme ich diese Nose 8. Nochmal eine neue Ebene und dann kommen wir zu den Ohren. Da nehme ich die 17. Und ihr seht, da hat es jetzt nur ein Ohr. Ich verändere jetzt die Größe von diesem einen Ohr und auch hier ändere ich so ein bisschen die Orientierung. Und erst wenn ich das gemacht habe, gehe ich auf die Ebene und dupliziere die. Und dann nehme ich dieses zweite Element und spiegle das. Und gleichzeitig mache ich hier auch dieses magnetisch an, weil dann kann ich das schön auf eine Linie verschieben und das Ohr hier drüben platzieren. So, jetzt haben wir schon mal die ersten paar Sachen gemacht. Das heißt, wir haben hier den Kopf. Jetzt sieht es ein bisschen wild aus, weil sehr viele Sachen übereinander liegen. Um das kümmern wir uns jetzt. Das heißt, ich gehe zuerst auf diese Ebene, wo ich den Kopf habe, wähle den Radiergummi aus, gucke, dass das hier nicht zu groß ist. Und jetzt radiere ich überall dann die Kopfform weg, wo sie nicht hingehört. Dann gehe ich zur nächsten Ebene, das sind die Haare. Und da muss ich jetzt gucken, wo ich überall die Haare nicht brauche oder die Form der Haare. Und deshalb ist es so gut, wenn man verschiedene Ebenen macht, weil so könnt ihr wunderbar das wegradieren, was ihr nicht braucht. Any of this over, so let us just
So, und so schnell habt ihr schon das Gesicht gemacht. Dann machen wir weiter, eine neue Ebene, wieder auf den Pinsel und jetzt gebe ich ihr das Top, da habe ich hier diese 19 genommen. Und jetzt fangen wir an zu korrigieren. Die letzte, die ich korrigiert hatte, waren die Ohren. Jetzt das T-Shirt. Da gehe ich auch wieder auf den Radiergummi und radiere alles weg vom T-Shirt, was ich nicht brauche. I've never been known for my cautious side. I know the wind that I stir is a gale. So let us just do my love and not stop thinking of this over. Let's just do my love and see where. Et voilà. Und schon habt ihr einen Charakter erstellt. Wenn das Ganze dann so ist, wo ihr sagt, okay, genau so passt es, erst dann geht ihr hin auf die Ebene und dann könnt ihr quasi die ganzen Ebenen zusammenfügen. Muss ich hier gucken, dass ich die richtigen habe. Das sind die, und wenn wir uns das jetzt angucken, liegt das alles auf einer Ebene. Was ich noch gemacht habe, ist eine Speech Bubble hier eingefügt. Da mache ich jetzt kurz auch noch eine neue Ebene. Wähle von den Pinseln, hier hat es Word Bubbles und da habe ich diese 25 genommen und die hier hingemacht. Und die auch in der Orientierung so ein bisschen gedreht. Die noch so ein bisschen verformt auch. So. Die kann ich jetzt auch mit der Ebene zusammenfügen. Dann habe ich noch zwei Texte eingefügt. Da könnt ihr hier auf die Aktionen und da sagen hinzufügen und Text hinzufügen. So, und das ist alles, was ich an Outlines machen wollte. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das ganz einfach auch kolorieren könnt. Ich habe hier kurz meine Ebene hinten eingeblendet, wo ich das Ganze schon mal koloriert hatte, einfach für mich als Orientierung. Ich hoffe, es irritiert euch nicht allzu groß. Und jetzt gucke ich hier meine Ebene, wo der ganze Charakter
also wo die ganzen Outlines sind, die soll neu als Referenz dienen. Das heißt, ich mache eine neue Ebene und gehe mit der unter die Outline-Ebene und sage der hier, also der Ebene, wo die Linien drauf sind, dass das meine Referenz ist. Weil jetzt kann ich, wenn ich hier auf die neu hinzugefügte Ebene gehe, wunderbar die Farben nur reinziehen und das orientiert sich an den Linien, die da sind. Ich habe mir schon eine Palette angelegt an Farben, aber da könnt ihr hier einfach die Farben aussuchen, die ihr haben wollt. Ich nehme jetzt hier mal das Blau für meine Jeans und dann kann ich hier auf den Punkt drauf gehen und den einfach auf die Jeans draufziehen. Und der Grenzwert, der da oben angegeben wird, mit dem könnt ihr so ein bisschen spielen. Wenn der zu hoch ist, füllt es zu viel aus. Und dann könnt ihr gucken, wie weit ihr runtergehen müsst, bis das ausgefüllt ist, wo ihr die Farbe auch haben wollt. Das heißt, so einfach habt ihr ein Element ausgefärbt. Dann nehme ich das T-Shirt, das wird bei mir rosa. Try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Als Orientierung, bei mir ist der Hintergrundfarbe im Moment weiß. Manchmal mache ich das so, dass ich die ganz einfach kurz verändere, damit ich besser sehe, was ausgeführt werden muss noch. Hier zum Beispiel, wenn ihr euch das anguckt, die Zähne, die sahen vorher so aus, als ob sie weiß wären, sind sie aber nicht. Und deshalb kann ich hier noch mit weiß drauf gehen. I was feeling lost, but you're the one who can make it go away. All you have to do is look at me. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me. When I try, So schnell haben wir die eingefärbt. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe dir auch Sommersprossen gegeben. Da habe ich einfach eine hellere Farbe genommen als die Haut. Eine dunklere Farbe genommen als die Haut hat. Habt ihr hier einfach so ein paar Punkte gegeben. Et voilà. Und dann ist das Ganze auch schon fertig koloriert. Jetzt sieht es noch so ein bisschen flach aus und deshalb gucke ich jeweils einfach, dass ich eine Schattierung auch noch drauf gebe. Bei der Schattierung ist es einfach wichtig, dass ihr guckt, von woher ihr die Lichtsource habt. Also bei mir ist es jetzt so, dass das Licht von der Seite hier oben runterkommt. Das heißt, die Teile hier auf der Seite werden heller sein. Auf der Seite wird es dunkler sein. Jetzt, wie mache ich das? Ich nehme jeweils da, wo Farbe ist, gehe eine Ebene drüber und sage, diese Ebene, die drüber liegt, es ist eine Clipping-Maske. Das heißt, es färbt jetzt hier, ich gehe kurz auf schwarz, das färbt hier jetzt nur da, wo Farbe ist. Von der Ebene, wo ich die Clipping-Maske drauf gemacht habe. Und was ich dann mache, ist, ich fange da mal so ein bisschen an. Hier, die Haare liegen über dem Kopf, über der Kopfform. Das heißt, hier wird es einen Schatten geben. Jetzt, warum habe ich das so gemacht? Einfach, ich habe ein Braun und ich habe ein dunkles Braun und so ein Beige.
Und ich führe da jeweils so 2 verschiedene Bereiche, also eins von den hellen Farben, eins von den dunklen Farben aus, um einfach zu gucken, wie dunkel muss dieser Schatten sein. Weil ich gehe jetzt hier hin auf diese Anpassungen und sage Deckkraft und nehme die runter. Beim Schwarz gehe ich da schon sehr stark runter. Ich regel so irgendwas bei 20. Es muss ersichtlich sein, aber es darf halt einfach nicht zu stark sein. Und jetzt kann ich hier eigentlich einfach weitermachen und die Schatten hinzufügen. I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. When I try, but don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. Ich bin jetzt damit mal durch und was ich gleichzeitig auch gemacht habe, ich habe dasselbe, was ich mit dem Schwarz gemacht habe, auf einer separaten Ebene auch mit dem Weiß gemacht. Weil, wenn wir sagen, das Licht kommt von der Seite rein, dann wird es hier auch Highlights haben und da habe ich auch zuerst mit Weiß angefangen zu arbeiten und dann die Transparenz oder hier diese Deckkraft runtergenommen. Und wenn ihr größere Flächen habt, wo nichts passiert, dann könnt ihr auch so mit Bubbles arbeiten zum Beispiel. Und was ich jeweils auch mache, dieses Teil der Haare war ja komplett dunkel. Und damit man sieht, dass das hier ein Schatten ist, gebe ich hier teilweise noch so, radiere ich von diesem Schatten wieder ein bisschen weg, um da auch ein Spiel reinzugeben. Und ja, ihr seht, ich habe hier die Hose so ein bisschen eingefärbt, dort wo die Knie sind. Ich habe mit dem Weiß dann hier noch so quasi Nähte oder aufgeripste Stellen auf die Jeans gemacht, weil es sie soll schon ein bisschen Badass-mäßig aussehen. Und ihr seht wirklich, so könnt ihr super einfach euren eigenen Charakter erstellen, das ein bisschen kolorieren und das ohne, dass ihr lernen musstet, wie man Comics zeichnet, einfach nur damit ihr könnt quasi wie im Baukastensystem das Ganze zusammenbauen. Klar braucht ihr ein gewisses Verständnis dafür, wie Proportionen sind und ein bisschen Auge dafür, was gut aussieht, auch die ganzen Schattierungen und alles, aber ich finde es echt eine Riesenhilfe und so können auch Leute, die das nicht gelernt haben, effektiv selber ihre eigenen Charaktere zeichnen. Das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das hat euch einen guten ersten Einblick gegeben, was ihr mit diesen Brushes machen könnt. Den Link, wo ihr die kaufen könnt, den stelle ich euch unten in die Links rein und eben, wenn ihr die dann gekauft habt, kriegt ihr auch einen Link zu einem Training, das ein bisschen ausführlicher ist als das, was ich euch heute gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr findet diese Brushes auch so cool wie ich und habt Lust, das Ganze auch mal auszuprobieren. Den Link, wo ihr diese Brushes findet oder kaufen könnt, den werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!